Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Und heute denkt ihr euch wahrscheinlich, ist ja ein komisches Video. Und ja, es ist mir zufällig aufgefallen und also ich habe es auf Twitter gesehen und da gab es so eine kleine Diskussion darüber und in die möchte ich heute mit euch zusammen einsteigen. Denn ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber die aktuell beliebteste Figur, beziehungsweise Figurenvorführung, die machen ja immer so Trailer, wenn neue Charakter released werden, ist aktuell Zhongli. Was Sinn macht, denn er ist eigentlich der beliebteste männliche Charakter oder auf jeden Fall einer der beliebtesten männlichen Charakter. Er ist schon ewig im Game, seit 3 Jahren, wie man sieht. Vor 3 Jahren wurde sein Trailer gepostet und sein Trailer wurde bereits 33 Millionen Mal aufgerufen, was echt viel ist. Also 33 Millionen. Man sieht ja hier, sie haben ja für jede Figur so einen Trailer. Eula ist tatsächlich auch ziemlich gut dabei mit 24 Millionen. Tainari mit 21 Millionen, Hu Tao mit 20, Raiden Shogun mit 18. Also man sieht schon, viele Charakter hier sind auf jeden Fall, ja, sehr beliebt auf jeden Fall. Und Zhongli aber bisher war eigentlich der beliebteste. So, und jetzt war es sogar so, dass Zhongli so beliebt ist, dass er halt beliebter ist als alle anderen Videos aus dem Hoyoverse. Also ich kann jetzt nicht für alle Games sprechen, vielleicht hat sich da neuerdings auch was geändert. Also wir sehen gleich, warum sich da neuerdings was geändert haben könnte. Aber ich habe ja eh schon gesagt, er war es. Er ist es auf jeden Fall nicht mehr. Denn Zenless Zone Zero oder Zenless ZZZ, kurz genannt, ist ja hier neu erschienen, das neueste Spiel in der Hoyoverse-Familie sozusagen. Und sie haben bereits einen YouTube-Kanal mit 783.000 Abonnenten. Gut, der Genshin-Kanal über 7 Millionen. Aber, und jetzt kommt's, wenn man die Videos nach beliebten Videos filtert, sieht man hier, das beliebteste Video ist aktuell ebenfalls eine Figurenvorführung. Natürlich nicht für Genshin Impact, sondern in dem Fall für Zenless Zone Zero. Und zwar Alan. Und das Video wurde hochgeladen vor 3 Wochen und hat bereits 34 Millionen Aufrufe. Und wenn wir jetzt zurückgehen, Zhongli hat nur 33 Millionen. Das heißt, nicht nur wurde Zhongli von einem anderen Hoyoverse-Game oder von einem anderen Hoyoverse-Video besiegt, sagen wir so. Er wurde innerhalb von 3 Wochen besiegt. Also er hat 3 Jahre lang eigentlich mehr oder weniger den Rekord gehalten und wurde einfach innerhalb von 3 Wochen von dem neuesten Spiel in den Schatten gestellt. Ja, und jetzt gibt es natürlich so ein bisschen Redebedarf, so, ja, wie kann das sein und so und pipapo. Ich hätte es gesagt, wir gucken uns als allererstes mal einfach kurz die Trailer an, die gehen ja auch nicht lange. Das hier ist jetzt der Zhongli-Trailer. We last left off with ancient Liyue, beset by an ocean demon and a Und da ist er auch mountain schon. dragon. Ich hätte ihn fast nicht gesehen. Rex Lapis mustered his adepti to restore peace to the land. Das ist schon fast They Nostalgie, say sich das that anzuschauen. before he set out, he spoke these words. Der Typ ist echt so geil eigentlich. Hört sich einfach Geschichten über sich selber an. LMAO. Lustig ist, dass seine Waffe eigentlich voll schlecht ist für ihn. Oder überhaupt nicht so gut, wie man denken würde. Das mit dem Schild ist richtig geile Vorführung. This is an age of gods and monsters. I wish not for dominion. Yet I cannot watch the common folk suffer. Common Folk. Damn. Ich weiß gar nicht, ob ich den Trailer damals gesehen habe. Irgendwie erinnere ich mich gar nicht daran. I will have order. Aber allein schon diese Musik, ne? Hammer. Damn. To cleanse the land and defend our safe harbor. That was the first contract in Liyue. And now, the final contract too has been set in stone. Damn. Ja, ist schon hammergeil. Also da kann man wirklich nichts sagen. Man merkt, dass der Trailer ein bisschen älter ist. Also die neuen Trailer, würde ich jetzt behaupten, sind ein bisschen besser. Also vielleicht bessere Animationen und so weiter und so weiter. Aber gut, ich meine, das ist 3 Jahre her. Ich meine, seitdem haben die so viel Kohle gemacht, so viele neue Games released. Oder, na gut, so viele Games, also nicht released, 2, um genau zu sein. Aber ja, also ich meine, logischerweise, das Unternehmen ist seitdem nur gewachsen. Genshin Impact war ein Riesenerfolg, aber da reden wir gleich noch drüber. Das ist jetzt das Alan-Video, das habe ich selber noch nicht gesehen. Ich spiele auch aktiv eigentlich keinen ZZZ.
Bisschen. Was zum Teufel? Was? What? Hat die einen Haifischschwanz? Was zum Teufel? What the? Was zum Teufel? What the hell? What is happening? What is happening? Warum hat die einen Haifischschwanz? Okay, also ich wusste, dass es Cyborgs gibt und so. Aber was ist sie dann? Ein Mutant oder so? Damn. Das ist ja schon fast ein Musikvideo. Was zum... Okay, ich bin leicht verwirrt, muss ich sagen. Aber cleane Animationen, ja. Das sieht aus wie ein Anime. Entweder ein Anime-Opening oder ein Anime-Musikvideo, ja. Ich meine, das ist ein Anime-Musikvideo, basically. Aber könnte auch fast das Opening von einem Anime sein, tatsächlich. Jetzt bin ich ja fast interessiert daran, herauszufinden, warum die einen Haifischschwanz hat. Das ist einfach so random. The Shark Bite. Alan Joe. Oh, das war's noch nicht noch. So this is where Ellen's been. Ruby finally I found you. Need to borrow your notebook. Let's go. Remember the store I mentioned? The three of you can go without me. Seriously? But the more the merrier. Ow. Gotcha. I didn't agree. You should buy me ice cream in return. No way. Mona was the one who bought this. Sounds right. It's not like Ruby to save my pocket money. Oh, good. Don't expose me like that. I have more over here. Want some? How? Also wie gesagt, der Unterschied in Animationsstil und auch Qualität ist natürlich ein anderer, keine Frage. Da brauchen wir jetzt gar nicht drüber streiten. Aber ja, jetzt denkt man sich natürlich, naja, wie kann das sein, ne? Also ich meine, es ist ja schon irgendwie ziemlich heftig, dass die in so kurzer Zeit so viele Aufrufe bekommen haben. Und I'm just saying, also ich habe eine Theorie, warum das so ist. Also ich habe in den letzten Wochen, also Sandstorm Zero ist ja noch nicht lange draußen, habe ich extrem viel Werbung gesehen. Also wirklich auf Twitter, Facebook, YouTube, Twitch, im App Store, also wirklich eigentlich überall. Egal, wo du hingehst, hast du Sandstorm Zero Werbung gesehen. Ich mache tatsächlich selber auch gerade Werbung dafür. Und ja, und ich denke halt, vor allem diese Trailer, die kann man ja quasi als Werbung einfügen. Und in dem Fall würde das wahrscheinlich sogar Sinn machen, weil es ja auch so ein Musikvideo ist. Es wird auch nicht so wirklich viel geredet. Es ist einfach nur eine coole Animation, cooles Video, Gameplay wird gezeigt. Na gut, Gameplay wird eigentlich nicht wirklich gezeigt, aber ein cooles Animationsvideo, was so ein bisschen einfach, ja, das Game hypen soll mit guter Musik, sag ich mal. Oder gut, das ist natürlich wieder aber im Auge des Betrachters. Und ich glaube halt persönlich, dass dieses Video einfach vor allem vermehrt für Werbung genutzt wurde und dadurch halt auf jeden Fall schon krass geboostet wurde. Und ein Indiz dafür, also ich meine, ich sag nicht so, also das Video ist wahrscheinlich auch einfach getrennt, also es hat wahrscheinlich auch einfach Glück mit dem Algorithmus ein bisschen gehabt, vielleicht, wer weiß. Vielleicht hat es an einem Tag einfach perfekt die Zielgruppe erreicht, die es sollte. Aber warum ich das einfach sage, ist, wenn wir uns die Likes angucken, wir haben hier 34,3 Millionen Aufrufe zu 392.000 Likes. Und beim Zhongli-Video haben wir, gut, da sieht man nur 33 Millionen Aufrufe, aber wir haben 582.000 Likes. Obwohl es weniger Aufrufe hat, hat es 200.000 Likes mehr. Das ist ganz schön viel. Also da kann man jetzt nicht sagen, naja, also das sind einfach 200.000 Likes, die hier einfach fehlen. Und Videos, die halt als Werbespot eingeblendet werden, wenn man da nicht draufklickt, ist es egal. Es zählt, soweit ich weiß, trotzdem ab einer gewissen Zeit, die man es geguckt hat, zählt das schon als Klick oder zählt das als Aufruf, besser gesagt. Und natürlich, viele Leute klicken dann natürlich drauf und liken dann auch das Video, weil sie es cool finden und so. Aber eben sehr viele Leute auch nicht. Ja? Und daher wahrscheinlich dieses Verhältnis von Likes zu Aufrufen. Und ja, das war ich auch schon fast alles, was ich dazu sagen wollte. Aber ich fand es einfach nur interessant, das mal hier zu zeigen, wie krass das eigentlich eingeschlagen hat.
dieser Trailer, also unabhängig davon, ob das jetzt nur an Werbung lag oder ein großer Teil davon Werbung ist, ich meine, es hat trotzdem 392.000 Likes, was eine Menge ist. Das heißt, auf jeden Fall extrem viele Leute haben sich es trotzdem angeschaut. Und selbst wenn es das jetzt nicht in 3 Wochen geschafft hätte, hätte es es vielleicht in 5 Jahren geschafft, Zhongli zu überholen. Naja, 5 Jahre ist vielleicht ein bisschen viel. 5 Monate, wollte ich eigentlich sagen. Genau. Aber ja, ich fand das eigentlich ein ganz interessantes Thema und generell mal so zu gucken, was sind so die beliebtesten Videos. Ihr seht ja hier die anderen Handlungsvorschau. Wir werden uns wiedersehen. Das war gleich der allererste Story-Trailer. Dann Handlungsvorschau, Haupthandlungsvorschau. Da sieht man alle Kapitel. Wir sind ja aktuell in Kapitel 4, bald Kapitel 5, Natlan. Und da sieht man da den Überblick. Und ja, ist einfach ganz interessant. Also kann man sich sagen, mal so ein bisschen durchklicken. Auch alle Chino ist hier schon mit ihrer Story ziemlich weit oben. Und ja, ist eigentlich ganz interessant. Ist auch ganz interessant, dass manche Charakter extrem, ja gut, das heißt extrem, aber schon ziemlich weit unten sind. Also hier zum Beispiel der Wanderer, ist auch schon über ein Jahr her, nur 7 Millionen Aufrufe. Nahida nur 7,4 Millionen. Also es ist schon krass, dass auch manche Charakter tatsächlich nicht so abgesandt haben. Ayato, 2 Jahre, nur 5,6. Also das ist einfach ganz interessant. Genau. Also man kann auf jeden Fall sagen, Zhongli eingeschlagen wie eine Bombe. Und sonst konnten wirklich nur ganz wenige Charakter auch nur ansatzweise in seine Nähe kommen. Selbst Hu Tao leider nur auf Platz, ich weiß gar nicht, Hu Tao auf Platz 4, glaube ich, genau. Wenn man nur die Character-Trailer anguckt. Raiden Shogun hat sie fast eingeholt, aber nicht überholt. Tja. Ja, aber das war eigentlich schon alles, was ich sagen wollte. Wie gesagt, ihr könnt gerne eure Verschwörungstheorien, warum ihr denkt, dass Zenless Zone Zero in so kurzer Zeit mehr Aufrufe bekommen hat, als hier das meistgeklickteste Video von Genshin Impact, könnt ihr gerne in die Kommentare posten. Ich meine, ein weiteres Indiz könnte man natürlich noch sagen, ist, ach so, ja gut, okay, das könnte man tatsächlich auch noch sagen. Es fällt mir jetzt gerade erst auf. Genshin Impact kam ja in einer Zeit, wo Hoyoverse Games, also ich weiß, Hoyoverse oder MiHoYo damals noch oder whatever, hat ja auch schon vor Genshin Impact existiert. Das wissen wir alle. Aber viele Leute, so wie ich zum Beispiel, hatten erst ab Genshin Impact Kontakt dazu. Und ich denke, es ist schon fair to say, wenn man sagt, der globale Erfolg von Hoyoverse, der kam auf jeden Fall mit Genshin Impact. Also ich meine, es ist mit Abstand das beliebteste Spiel, das sie haben, mit den meisten Spielern, die höchsten Einnahmen. Gut, Honkai Star Rail probiert sich da gerade so ein bisschen vorbeizuschieben. Aber der Unterschied ist halt, Genshin Impact kam in einer Zeit, wo es noch nicht so groß war, wo noch nicht der Hype so da war. Und ich meine, jetzt, wenn sie ein neues Spiel releasen, wie zum Beispiel Zenless Zone Zero, dann wird das ja schon an eine bestehende riesige Fangemeinde released. Und natürlich machen sie auch viel erfolgreicher Werbung, weil ich meine, sie zeigen uns allen, also allen Genshin Impact-Spielern, allen Honkai Star Rail-Spielern und allem anderen, so im Hoyo Lab, über Social Media und so weiter, überall, hey, guckt mal, da kommt jetzt auch bald ein neues Game. Und das haben sie sicherlich davor mit Genshin Impact auch gemacht, nur damals hatten sie halt nicht so eine große Reichweite. Und das könnte man jetzt natürlich auch noch argumentieren, dass das alles, was sie hier released haben, natürlich schon mal in eine viel größere, sozusagen, Community released wurde und damit also auch einfach nur die die Vorbereitungen sozusagen dafür, dass hier ein Erfolg auf jeden Fall entsteht, einfach viel besser gelaufen sind als damals wahrscheinlich. Also könnte man jetzt vielleicht auch noch dazu sagen. Genau. Alright, dann würde ich sagen, danke euch vielmals fürs Zuschauen. Mal ein bisschen anderes Video. Ich sage bis zum nächsten Mal mit Genshin Impact. Würde mich auf jeden Fall selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Und macht's gut, haut's rein. Ciao, ciao.